Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und in diesem Video geht es heute um diesen coolen Klappstuhl hier, selber gebaut aus Restholz. Ich würde sagen, wir starten gleich in die Bauanleitung rein und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Schauen. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Material, was wir dafür benötigen. Wir brauchen wirklich nicht viel. Das sind alles Holzreste und zwar sind diese Holzreste entstanden bei meinem Bau von dem Kentucky Stick Chair. Ist ja auch ein sehr cooler Klappstuhl im Endeffekt, kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Und da kamen Reste raus. Ihr könnt natürlich auch Fichte, Tanne, egal was anderes verwenden. Okay. Meine Maße sind hier, da habe ich jetzt mal einmal die 48 mm Breite, ich habe eine Stärke von 19 mm und das Ganze habe ich zugesägt und hier brauchen wir 4 Leisten davon. Diese 4 Leisten sind 300 mm lang, das muss ich noch zusägen und diese längere Leisten sollen dann 500 mm werden und davon brauchen wir auch 4. Des Weiteren brauchen wir noch eine Rundstange. Da habe ich jetzt hier 12 mm gewählt. Und wir brauchen entweder, könnt ihr das Ganze mit Schrauben machen. Und da habe ich jetzt einmal hier M4 und einmal eine M6, zwei M6. Oder ihr könnt das Ganze auch mit Holzdübeln machen. Mit Holzdübeln funktioniert es auch ganz gut. Ich habe da schon mal einen Prototypen aus Fichte gebaut und der funktioniert auch mit Holzdübeln. Ich werde aber jetzt in diesem Video hier diese Schrauben verwenden und mal schauen, ob wir das richtig schön hinbekommen mit den Schrauben. Also ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Zusägen dieser Leisten hier und können dann schon weiter den ganzen Stuhl bearbeiten. Jetzt haben wir mal auf Länge zugesägt und zwar, wie gesagt schon, das hier 300 mm, die kleinen und die langen 500 mm. Jetzt Achtung Leute, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt müsst ihr einfach aufpassen. Was heißt kompliziert? Wir müssen jetzt verschiedene Bohrungen setzen und ja, also fangen wir mal an. Und jetzt passt einfach auf und macht das eigentlich genauso, wie ich das jetzt hier mache. Und zwar habe ich die Leisten schon mal so ausgelegt, wie sie später circa hinkommen werden. Und die kürzeren Leisten kommen immer über die längeren Leisten drüber. Die sollen oben rausgucken. Und zwar, jetzt fangen wir mal mit dem hier außen an. Und zwar könnt ihr das jetzt mal umdrehen hier. Und jetzt hier in die Mitte, genau in die Mitte müssen wir hier, von der Breite hier, müssen wir 4 cm nach unten. Und hier machen wir eine M6-Bohrung rein. Oder halt eine 6er-Bohrung für eine M6 Schraube. Also ich würde am dümmsten, macht es so, nimmt einen Bleistift und schreibt hier einfach eine 4 drauf, dass das hier 4 cm sind. Denn jetzt kommt nämlich auf diese Seite der Leiste hier, kommt im Abstand hier 2 cm eins hin, eine Bohrung hier. Also schreibt sie hier eine 2 drauf. Jetzt dreht sie die Leiste wieder hoch und schreibt es hier, oder was heißt hier, hier kommt in der Hälfte eine Bohrung rein. Jetzt könnt ihr das jetzt wieder hochklicken, legen und jetzt könnt ihr auf der Seite wieder hier hinschreiben, hier mittig kommt hier eine Bohrung rein und an der äußeren Leiste kommt wieder auf 2 cm hier eine Bohrung rein. Also schreibt sie hier eine 2 hin. Das ist jetzt ein bläder Bleistift. Ich muss mir mal einen anderen holen. So, also, Achtung, hier eine 2. Jetzt kommt es hier wieder, kommt eine, wenn man es jetzt richtig wieder hinlegt, kommt jetzt hier wieder eine 4 hin auf der Seite, 4 cm. Und jetzt achtet drauf, hier oben kommt eine 2 hin, 2 cm, aber ich mache hier ja diese 12er Stange rein. Rundstange. Also kommt hier 2, aber eine 12er Bohrung. Also schreibt sie eine 2, 12 hin. Und das macht sie jetzt auf der anderen Seite genauso. Also das heißt hier 2, 12.
So, ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig gemacht. Ich habe es euch nochmal ausgelegt. Ich habe euch schon auch die passenden Schrauben hingelegt. Leute, wer keine Schrauben verwenden will, der kann sich den ganzen Arbeitsschritt natürlich sparen. Der Prototyp hat auch funktioniert mit Dübeln. Das heißt, hier werdet ihr nur 3/4 reinbohren, jedes Mal ins Holz und den Dübel auf einer Seite verleimen, auf der anderen Seite nicht, weil er draufgesteckt werden muss. Und somit könnt ihr das natürlich auch mit den Dübeln machen. Ich mache es aber wie gesagt mit den Schrauben und jetzt müsst ihr halt einfach nur diese 4, die angezeichneten 6er Bohrungen setzen und hier 2 8er Bohrungen setzen und hier oben dürft ihr nicht ganz durchbohren, hier bohrt ihr bloß 3/4 rein, denn wir werden diese Leiste hier, diese Holzleiste oder diese Holzrundstab, den werden wir hier innen drin verleimen und deshalb braucht ihr bei den beiden oben nicht durchbohren. So, jetzt haben wir alles gebohrt und ich sehe gerade, echt jetzt? Der Bur ist manchmal echt der Depp. Ich habe euch doch noch gerade gesagt, passt bitte auf, was ihr bohrt. Schreibt es euch hier drauf. Ich habe es draufgeschrieben. Ich habe doch glatt falsch gebohrt jetzt, Leute. Zwar für den Rundstab. Wir haben ja gesagt, wir bohren nicht ganz durch, sondern 3/4 nur rein und machen hier eine 12er Bohrung rein. Was habe ich gemacht? Eine 6er Bohrung und habe komplett durchgebohrt. Mein Gott, ich glaube, ich habe manchmal ein Brett vorm Kopf. Das ist die Hitze hier oben. Egal. Wir machen die 2 Leisten einfach neu, aber ihr passt bitte drauf auf, was ihr bohrt. Auf geht's, 2 neue Leisten. 2 neue Leisten, zweimal neu gebohrt, juhu, aber diesmal richtig gemacht. Hier 12er Bohrung, nicht ganz durch und hier eine 6er Bohrung, genauso drüben. Mein Gott, naja, kann vorkommen. So Leute, jetzt dürft ihr aber keine Fehler machen. Solltet ihr das mit Schrauben machen, müsst ihr das Ganze jetzt dann so machen, also ich werde es so machen, zeichnet aber diesmal wirklich richtig, zeichnet an, von wo ihr senken müsst. Ihr senkt praktisch den Kopf hier direkt ins Holz ein und zeichnet es einfach hier an, hier senken, dann hier zwischendrin ist ja noch diese eine Verschraubung, senken, 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 hier M8 senken und gut ist. Danach werden wir erst die Muttern, die Sicherungsmuttern, werden wir hier noch versenken. Aber machen wir zuerst mal dieses Senken. Fertig schaut das Ganze jetzt so aus. Ich habe schon mal zusammengesteckt und dann könnt ihr jetzt hier an den Stellen, wo praktisch das Ganze durchkommt, hier werden dann die Muttern versenkt an diesen Stellen, wo wir jetzt gesenkt haben, einfach gegenüber hier, so wie es zusammengesteckt gehört. Dann müsst ihr halt schauen, welche zusammengehören. Die Muttern zu versenken, ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, wie man es auch machen kann. Das werde ich euch hier auch nochmal verlinken mit so einem, ja, was ist das, hier so ein Verbinder. Kann man das gut machen, aber da wir das Ganze jetzt ja nicht wirklich sehen, werden wir jetzt einfach hier ein Loch bohren, ein kleineres Loch, wie die Mutter hat und werden das Ganze dann hier einschlagen. Und das muss komplett eben zum Holz sein, also bohrt richtig ja, von der Tiefe her. Des Weiteren, die Schrauben sind ja ein bisschen zu lang, ganz minimal zu lang hier, aber ich werde hier zwischendrin noch diese Unterlegscheiben reinlegen. Deshalb sollte das eigentlich von der Stärke her dann am Schluss passen. Get some action and distract him right now. He's fine. Got Lucy on the line. Let's get this started. Where's the party tonight? I feel good. Solltet ihr das erledigt haben, die Muttern versenken, geht es an den nächsten Schritt. Und zwar werden wir jetzt an allen, was sind es, 8 Leisten, werden wir hier noch einen Radius hinmachen. Hier werden wir einfach noch mal eine Rundung machen, damit der Stuhl richtig schön rund wird. Und dazu nehme ich jetzt einfach eine Größe hier zum Anzeichnen.
Und ja, das werden wir auch noch hinschleifen. Und nach diesem Schritt werden wir auf jeden Fall noch hier, so schaut das Ganze aus, das schleifen wir dann jetzt hin. Und hier werden wir natürlich auch noch komplett außenrum auf allen Seiten, werden wir jetzt auch noch hier mit der Kantenfräse, werden wir hier noch einen schönen Radius reinmachen. Wenn ihr diesen Arbeitsschritt auch erledigt habt, es schaut nämlich dann so aus, richtig schön rund, richtig schön alles geschliffen nochmal, es ist schön weich, das Holz. Jetzt kommen wir zu dieser Stange hier. Diese Stange hier ist der Mittelverbinder zwischen den Stücken hier und die ist bei mir 19 cm lang. Ihr könnt die aber auch noch selber wählen, darauf komme ich aber später nochmal zu sprechen. Die werden wir jetzt hier einfach, das sind ja 12 mm Stange, die werden wir jetzt einfach mal hier zwischen rein leimen. Und danach werden wir das Holz auch nochmal mit Lärchenöl einlassen. In der Zwischenzeit, wo das Öl einzieht und trocknen kann, könnt ihr auch schon mal was vorbereiten, und zwar die Sitzfläche. Die Sitzfläche, die müsst ihr natürlich, habe ich auch aus Restholz gemacht, ich habe es schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich hier jetzt Leisten rausgesägt. Diese Leistengröße gilt jetzt nur für meine Größe, die ich jetzt dann euch hier genannt habe. Und wenn ihr den Stuhl anders plant, müsst ihr natürlich auch die Leisten anders planen. Aber für meinen Hintern reicht die Größe definitiv. So, also ich habe jetzt hier eine Länge von 39 cm, eine Breite von 3,5 und eine Stärke von 12 mm gewählt, wo ich die Leisten hier zugesägt habe. Die könnt ihr euch dann auch schon mal zusägen, und danach werden wir jetzt dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr schon mal den Stuhl zusammenschrauben, und dann werden wir diese Leisten hier auf den Stuhl anbringen. Jetzt habt ihr gerade den Zusammenbau noch gesehen, das brauche ich euch nicht im Detail erklären. Am besten fangt ihr innen an und schraubt es euch nach außen fest. Genauso mit den Dübeln, wenn ihr das zusammensteckt einfach. So, jetzt habt ihr ja die Leisten schon fertig gemacht. Ich habe jetzt noch 2 Leisten hier abgerundet. Das werden die Enden, dass man hier sich nicht verletzen kann oder hängen bleibt oder sonst irgendwas. Deshalb habe ich das Ganze gemacht. Und jetzt ist es so, es kommen 4 Leisten hier an die innere geschraubt. Dann werden wir das Ganze umdrehen an die innere kurze, und die anderen 4 Leisten kommen an das äußere hingeschraubt. Da habe ich mir schon mal angezeichnet. Ich werde das Ganze nämlich bohren. Jetzt legt ihr das Ganze hier mal so hin und könnt das Ganze hier ausrichten, so wie geschraubt werden soll. Die kommen ja auf die andere Seite, werden die festgemacht. Aber hier könnt ihr euch dann anzeichnen, wo das Ganze hinkommt. Könnt ihr auch ausmessen, dass das auch richtig passt, hier parallel passt. Und auf der anderen Seite muss das auch parallel sein hier. Und wie gesagt, ich werde das hier Ganze mit Schrauben machen. Und zwar habe ich beim Prototypen das Ganze hier geschossen, hier mit dem Nagler hier. Aber ich werde das in dieser Variante mit Edelstahlschrauben machen und werde hier Löcher vorbohren und werde das Ganze hier mit Edelstahl und die ganzen Versenken hier und ja, diese Schrauben benutzen.
Die Leisten, die Sitzleisten sind jetzt alle drauf und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob ihr richtig gearbeitet habt oder nicht. Und zwar sollte das jetzt Ganze so zusammenzuklappen sein und ha! So gehört es zusammen und so ist es richtig. Also es sollte dann auch so hier schön stehen und eigentlich nicht groß wackeln. Dieses Wackeln kriegen wir hier ganz leicht noch weg und zwar werden wir hier und hier noch Leisten hinmachen und somit ist der Stuhl richtig stabil und kann hier nicht auseinandergehen. Das heißt, wir werden jetzt hier und hier noch Leisten machen. Also, Reststücke liegen noch rum und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze zusammenpasst. Passt. Passt. Super. Dann werde ich nochmal hier ein bisschen kleiner sägen, hier ein bisschen rund machen. Und zwar ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr das Ganze macht, darauf achtet, welche Leiste ihr nehmt. Ihr müsst jetzt schauen, welche geht nach oben auf. Also das heißt, hier, das geht nach oben auf. Also werden wir hier die Leiste hier außen hinschrauben. Und natürlich, wenn man jetzt das Ganze andersrum anschaut, hier geht es nach innen auf. Hier. Deshalb werden wir die Leiste hierhin machen. Also, aufpassen. Leute, der Stuhl ist fertig. Ihr habt die Leisten jetzt hier unten angebracht und er sollte normalerweise, wenn ihr alles richtig gemacht habt, erstens mal nicht wackeln. Zweitens, oben die Fläche soll richtig schön hier, ja, treffen sie aufeinander, wenn ihr alles richtig schön gerade hingeschraubt habt. Und er sollte ganz einfach zum Zusammenklappen sein. Bam, zack und fertig. Gut, wir werden das Ganze jetzt noch ölen, damit der Rest auch noch gut ausschaut und dann lassen wir ihn trocknen und dann schauen wir ihn einfach nochmal genau an und ich erkläre euch nochmal, was ihr ändern müsst, wenn ihr die Sitzfläche größer haben wollt. Das Öl ist getrocknet, der Stuhl schaut doch mal richtig heiß aus. Er ist einfach zu transportieren, er ist selber gebaut aus Restholz. Nicht nur immer billig kaufen, sondern baut es einfach mal selber, Leute. Also, eins wollte ich euch ja noch erklären, und zwar das mit der Höhe, mit der Breite der Sitzfläche. Für meinen Hintern passt das optimal, aber ihr könnt natürlich auch die Breite hier selber bestimmen. Ihr könnt hier die Leiste noch ein bisschen länger machen. Ihr könnt, das ist eine Rundstab länger machen. Ihr könnt diese Leiste hier noch ein bisschen länger machen. Aber achtet bitte drauf, wenn ihr diese Leiste länger macht, müsst ihr diese Leisten auch länger machen, denn wir kommen ja ein bisschen weiter raus. Somit wird der Stuhl wieder weiter nach unten gehen, vom X her. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel andersrum genauso, wenn ihr jetzt nur hier Leisten hinmachen würdet, dann geht das X ja praktisch so so zusammen und die Stabilität ist nicht mehr gegeben und die Höhe geht natürlich nach oben. Denn wir haben ja hier eine Höhe von 45 cm und die wollen wir ja beibehalten. Also wenn ihr hier 5 cm drauf macht, macht es unten auch 5 cm drauf. Und schon habt ihr eine größere Sitzfläche. Ihr müsst dann natürlich dann, je nachdem, 2, 3 Leisten mehr reinmachen. Ihr könnt das ganze Stuhl natürlich auch anders bauen. Ich habe das Ganze ja wirklich richtig massiv verschraubt. Ich habe es aufwendig gebaut. Mein Prototyp, den ich gebaut habe, mal schnell aus Fichte, Restholz, der funktioniert auch. Der ist ja nur mit Dübeln hier verbunden miteinander und er ist nur geschossen. Also hier mit diesem Schussgerät, mit dem Nagler. Aber er funktioniert genauso. Er quietscht halt ein bisschen mehr, muss ich sagen. Man hört es schon, weil natürlich die Dübel hier in den Verbindungen, die drehen sich mit. Und ich denke mal auch nicht, dass der auf Dauer richtig lang hält. Und deshalb eher mit diesen Schrauben kann ich euch nur empfehlen. Aber wenn ihr den Arbeitsaufwand nicht haben wollt, baut euch natürlich den hier. So Leute, na, wie findet ihr dieses Ding? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diesen Klappstuhl hier findet. Man muss doch nicht alles immer hier aus China kaufen, billig kaufen, sonst irgendwas. Man kann doch mal auch was aus Restholz machen. Absolutes Restholzprojekt von diesem Stuhl, das Restholz und ist doch easy. Oder wie findet ihr das? Muss man immer alles billig kaufen oder so? Oder auch mal was selber machen? Aber ich mache jetzt mal ein Experiment.
dass das Ding auch was aushält. Ich brauche bloß einen sicheren Stand hier. Schaut, das Ding hält einfach mal richtig was aus, ist mal richtig cool. So, aber man kann es ja nicht nur als Stuhl verwenden. Man kann es doch genauso hier als Beistelltisch verwenden für meinen Weizen. Apropos, ich habe den Stuhl ja gebaut hier für diesen mobilen Grill hier. Wer kennt diesen mobilen Grill? Wer es nicht kennt, schaut euch dieses Video an. Ist echt cool. Männerhandtasche und hier ist ein richtig cooler rollbarer Grill drin. Aber ich würde jetzt sagen, genug geredet. Schöne Grüße aus dem Allgäu. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Und ich stoße jetzt einfach mit euch an. Prost und Servus aus dem Allgäu.